So, wenn ihr euch immer schon mal gewundert habt, wie man reines Wasser aus egal welchen Quellen kriegt, dann solltet ihr euch mal näher mit dem Thema Alb beschäftigen. Das wird so geschrieben, ALB. Und die haben mir mal so ein Filterset zugeschickt. Also heute machen wir mal die große Reihe um. Einmal wir testen alles, was wir so reinbekommen haben. Vielen Dank an die Firma Alb. Die habe ich nämlich mal angeschrieben, habe gesagt, ich kriege das so oft zu sehen, schick mir noch mal so ein Testmuster, ich will das mal ausprobieren. Und bevor wir das machen und das Ganze ausprobieren und einbauen, wollen wir das Ganze mal testen. Was ist denn an unserem Wasser in Frankreich nicht so toll? Ich meine, man kann es trinken, schmeckt... Naja, nicht wirklich. Also je nachdem, wie die Qualität ist, dann wird sehr viel Chlor zugesetzt und das ist dann unangenehm. Aber trinken kann man es trotzdem. Hat Trinkwasserqualität, alles gut. Wahrscheinlich. Ist so. So, und hierbei ist jetzt was Besonderes. Hier ist jetzt ein Membranfilter mit dabei. Können wir gleich mal gucken. Also das ist die Doppelfunktion. Wenn du es mal kurz in die Hand nimmst, mal beschreibst, wie schwer es ist. Ja. Gut. Ja, ist gut. In Kilo, was denkst du? Boah. Soll ich mal Wie so ein die Waage holen? Pfund Brot. Jetzt hängt ja hier das GK-Teil noch dran. Das wiegt Ja, auch noch ja. mal ein bisschen was. Komm, wir machen das mal ab. Ja, ich schätze mal so ein Kilo. Kilo. Also eine ganz gute Waffe. Wenn also einer Einbrecher mal ins Wohnmobil kommen, kann man einen mit erschlagen. Das Ganze ist aus Metall. Und jetzt hast du hier, wir haben schon zusammengeschraubt, das besteht aus 2 Teilen. Und zwar ist das hier, ich muss gerade mal schauen, es müsste sein, das Kit, was wir haben, heißt Travel Fusion, glaube ich. Das erste Produkt, glaube ich, Made in Germany, oder heute? Das ist Made in Germany. Guck mal hier, da unten. Fällt mir gerade auf. Wahrscheinlich auch hier gemacht und nicht nur hier zusammengeschraubt. Das ist irgendwie drauf. Mach's mal auf, dass wir mal reingucken können. Also unten sind diese GK-Anschlüsse, das sind diese sogenannten Gardena-Anschlüsse in gut. Jetzt kann man das öffnen und da stecken tatsächlich 2 Filter drin. Da unten ist da sind so ganz kleine Röhrchen drin, wo das Wasser sich durchzwängen muss und dadurch wird es schon mal gefiltert und gereinigt, denn da können nur Bestandteile durch, die durch diese ganz kleinen Kapillaren durchpassen. So, wenn die es dann erreicht haben, dann kommt direkt die nächste Stufe. Das ist der Vorfilter. Also hier ist innen übrigens, also da kommt das Wasser rein, das war schon die zweite Stufe. Wo geht Machen wir es? da oben auf. Da oben auf? Sollte gehen. Ah, da. Ganz oben. Einmal Fitnessstudio. Ja, du hast es zusammengebaut. Ich habe es nicht. So, und da ist jetzt eine Spezialkartusche drin. Die kann man nochmal abschrauben. Mach die nochmal ab, dass wir die mal sehen. Oben die graue. Das habe ich ja versucht zu. Das geht. Muss nur... In die andere Richtung? Ne? Nee. Das ist das andere rechts. Genau. Ja, das soll ja auch sitzen. Soll ja nicht hier bei der ersten... So, und da ist jetzt eine Tablette drin. Kann ich mal gerade zeigen, die sieht so aus. Da sind so Ersatztabletten drin, da können wir gleich mal gucken, was die können. Wenn du die mal kurz rausnimmst, sehen, die ist da hier so reingedingt und darunter, unter dieser Tablette, ist noch ein Filter drin. So, und die ganzen Filter sind hier als Ersatzfilter nochmal mit dabei. Die haben eine gewisse Haltbarkeit, das steht alles dann nochmal dabei. Und so sieht so ein Filterchen aus, wenn das so original kommt. Das ist der Filter, der jetzt oben drin ist. Der wird dann unten reingesetzt, hat hier so eine Dichtung mit drin. Ist das so eine Art Kohlefilter oder was ist das? Ich lese gleich mal nach. Also wir wollen ja den Zettel dabei. Warte, da ist die Spannung, ist wahrscheinlich, wie es verpackt ist. Das ist der Aktiv-Alb, Aktiv-Filterkartusche, Filtercartridge und Bedienungsanleitung beachten, Wechselintervall 4 Monate. Also okay, ist ja schon mal was. So, dann schraub mal zu. Kartusche ist drin, genau. War das so rum? Ja. Mit der Tablette? Sicher? Ja. Gut. Da war der Ring drin. Da war der Ring drin. So, und dann oben drauf der Deckel. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Ich glaube auch. So, jetzt ist man hier safe. Du darfst nachziehen. So. Ja, wir ziehen jetzt nicht nach. Wir schließen auch nichts dran an. Also hier sieht man sehr schön. Hier vorne hast du in. Und ich glaube, wenn man alles lesen kann, dann ist das Ding auch fest. Hier ist irgendwie, da steht drauf in. Und hier steht drauf in. Und ja, das ist die Filtereinheit. Wenn ich jetzt an den Stellplatz komme, dann habe ich hier, das hier ist so meine praktisch Ausgabestation, die damit symbolisiert wird. Das ist der Gardena-Schlauch, der dran ist. Das ist die Kupplung, steck mal drauf. Das wäre der Ausgang. Wenn du dann den Bajonett ein bisschen runterziehst. Genau, jetzt ist er drauf. Und mal hinlegst, dann können wir das mal gerade zeigen. Ja, und das ist eben die zweite Filterkartusche als Ersatzteil, die mit dabei ist. Das ist diese Kapillar-Filterkartusche.
die sieht dann, also innen drin hast man diese Kapillargefäße mit drin und hier, könnt ihr gleich mal nach, also das nennt sich Nano Filter Cartridge. Und das ist wohl ziemlich cool, da können wohl irgendwie keine Pestizide, so irgendwelche Rückstände und so weiter, die werden also über dieses Teil rausgefiltert. Sodass man also ruhig schlechtes Wasser jetzt am Urlaubsort tanken kann. Da wird es dann reingehen, da geht mal ein ganz normaler Gardiner-Schlauch drauf. Dann geht es hier durch, wird dann dreimal gefiltert, kommt hier raus und ist dann sauber, hoffentlich. Wie hier. So, hier sieht man es eigentlich ganz gut. Das ist der Anschluss. Da ist der Wasserhahn und dann geht es auf die Filter drauf. Mit Wasserquelle verbinden. Active und Fusion. Wir können ja mal gerade mal nachlesen, vielleicht steht es ja irgendwo drauf. Einsetzen der Nanokartusche. Verbinden mit dem Wasserspeicher. Ob das irgendwo kurz beschrieben ist, was ist. Ansonsten geht am besten mal auf die Webseite. Denn ich bin ja auch nur Anwender, muss ich sagen. Also sie machen das Ganze übrigens seit 2001. Es gibt verschiedene Sets. Das hier ist wohl das Set, was am besten irgendwie filtert, mit dem man von unterwegs also seinen Tank befüllen kann. So, mal schauen, ob das dabei ist. Also das Set hat mit dabei. Ich zeige euch das mal gerade. Erste Schritte Aktiv und Nano. Fusion. Und mit Wasserquellen einsetzen der Nanokartusche. Entfernen Sie beiden. Also ich habe es schon gemacht. Das ist Sache von ein paar Minuten. Hier sieht man es übrigens beim Reisemobil. Also das ist der Wasseranschluss. Dazwischen kommt dann diese Filterkartusche dazwischen. Und dann haben wir es auch sogar richtig gemacht. Das heißt, also hier ist tatsächlich innen. Das heißt, der Durchfluss kommt von da nach da. Haben wir gut gemacht. Gut, stand ja auch innen und noch ein Pfeil drin. Also eigentlich kann man es dann wirklich nicht verwechseln. So, Einbau im Wohnmobil, das wäre Festeinbau, das ist uns auch interessant. Das heißt, man geht also einfach hin und schneidet hier die beiden Wasserleitungen durch. Die Hunde gehen gerade durch. Und die Adapter sind im Set auch mit dabei. Das heißt, hier kann ich also einfach die Wasserleitungen aufschneiden, mache die Adapter jeweils mit dazwischen rein und habe dann diese Einheit dann dazwischen gebaut. Das sind übrigens diese Filter-Cartridges, die mit dabei sind. Und hier habe ich, kann mal gucken, was hier dabei ist. Auf jeden Fall jede Menge Cartridges mit dabei. So, Sparabo kommt auch noch mit. Die kann man auch ein Abonnement haben. Also Leute, die das benutzen, sind ziemlich geflasht von dem, was passiert. Denn das Wasser schmeckt auf einmal richtig gut. Es hat irgendwie keine Bakterien mehr mit drin. Man sollte sich eigentlich draufschreiben, wie lange man es schon im Einsatz hat, damit das Ganze also nicht unnötig lange denn drauf ist. Also hier steht Alpfilter Protect Pro Set und das ist Nummer 3 und 3 Schrauben sind oberen Verschlussdecke wieder auf dem Filterkorpus und das Vorfilterelement für das Elementgehäuse gegen grobe Verunreinigungen. So, das Zusatzelement schützt vor Filterkartuschen vor Sedimenten, Sand, Rost und gröberen Partikeln. Und 40 Mikrometer, also das ist dieses letzte Modul, was mit drin ist, was das Ganze dann wirklich dann sehr easy macht. Also Filter wechseln ist auch einfach, habe ich schon ausprobiert. Und das Ganze gibt es übrigens auch in einer sehr, sehr interessanten Ausführung hier vorne. Das heißt, du hast das direkt zum Anschluss an einen Wasserhahn mit dran. Das ist hier dieses Element, ich habe es mal aufgeschraubt. Das wird einfach hier zwischen, also im Grunde genommen, wenn du es mal kurz hältst, Ja. oben drauf geschraubt. Da kommt das gleiche Filterelement rein. Das sieht so aus. Das ist hier mit dabei. Und das Filterelement kommt hier oben rein und wird hier direkt hier oben auf dem Wasserhahn draufgeschraubt. Und wenn du dann, ich sag mal, das denn ziehst, dann brauchst du keine Installation zu machen und hast direkt gefiltertes Wasser. Cool. Also könntest du es auch theoretisch daheim anschließen. Zu Hause, ja. Dafür ist jetzt mal da, habe ich mir auch mal schicken lassen für die Firma. Das ist das Mobile, okay. Das ist das Mobile. Nee. Das ist das Mobile? Das ist das mobile Set, also was du entweder fest installiert machen kannst im Camper, gibt es verschiedene Anwendungen. Und das ist das Teil, das schraubst du einfach auf den Wasserhahn drauf. Festinstallation. Ist nicht gedacht für Camping, weil es so schwer ist, dass es die Vibrationen und so weiter, könnte der Wasserhahn beschädigt werden. Also nur für feste Installationen zu Hause gedacht. Okay, gut. Also für richtige Wasserhähne. Und hier hast du, wenn du jetzt einen Innengewinde hast, kannst du direkt hier vorne nochmal, Adapter ist mit dabei. Und so sieht der Filter aus, der mit dabei ist. Und das ist wohl so ein irgendwie 500 in einen Filter mit drin, der das Ganze dann fertig macht. Ja, vielen Dank Marlene. Alp
Und ja, könnt mir ja mal schreiben, was ihr für Erfahrungen habt mit den ganzen Alpfiltern, mit allem drum und dran. Ich finde es allein schon, wie das verarbeitet ist, hier mit Metall und Made in Germany und alles, macht es einen extrem wertigen Eindruck. Danke fürs Einschalten und vielleicht hast du jetzt nicht so viel gesagt, aber Ja, ich weiß. du hast auch gesagt, ich will gar nicht so viel sagen, weil ich weiß gar nichts davon. Nee. Das ist der Wasserfilter, nennt sich übrigens Alpfilter Duo, der für die Wasserarmatur, der hier. Den habe ich gesehen in Österreich, die haben den komplett im Einsatz und da habe ich ihn zuerst gesehen und dann habe ich den Chef von Alp angerufen und habe gesagt, so ein Ding hätte ich gerne auch mal zum Testen. Ja. Hat er gesagt, nee, schicke ich dir zu. Das war in Wels, die Camper in Wels, ich komme gerade nicht drauf. Easygoing. Ah, So, okay. easygoing.com. Danke fürs Einschalten. Ciao.